Hallo Leute, willkommen zu meinem nächsten Video. Und zwar wollte ich euch heute vorstellen, was ich im DM gekauft habe. Und zwar, das war gestern. Ich hatte ja Geburtstag, wie ihr schon gehört habt, oder wie ihr das schon mitbekommen hattet. Und davon habe ich mir halt ein paar Sachen gekauft. Und die wollte ich euch heute zeigen. Und zwar habe ich alles noch originell in der Tüte verpackt, also gelassen. Hier steht auch DM. Da fangen wir mal einfach mal an. Mit dem ersten, da muss ich dazu sagen, sowas hatte ich, also sowas wollte ich eigentlich schon immer ausprobieren, weil ich gehe eigentlich ins Solarium, nur jetzt im Moment ist es ein bisschen knapp mit dem Geld und so. Und dann habe ich mir überlegt, was gibt es als Alternative? Es muss doch bestimmt irgendwas geben. Und dann habe ich aus Videos noch geguckt und so, und dann hatten viele so Selbstbräunungsspray oder Gel oder Milch und so. Und ich habe gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. Das ist das Sundance transparente Selbstbräunungsspray Sundays, auch von DM. Also ich war gestern im DM einkaufen und das ist davon. Und ich muss euch sagen, ich habe es gestern Abend gleich nach dem Duschen ausprobiert. Es ist einfach super. Ich habe heute Morgen gemerkt, die Haut ist richtig weich. Sie hat auch keine Rückstände hinterlassen, sonst ist das ja, ihr kennt das ja bei Bodylotion, bei Selbstbräunungs Bodylotion kenne ich das. Man macht das drauf und am nächsten Tag oder den Abend gibt es Flecken, so komische Flecken auf der Haut, am Dekolleté. Und das ist wirklich bei diesem Spray nicht der Fall, überhaupt nicht. Ihr sprüht das einfach, hier ist so, hier muss man drauf drücken, dann sprühe ich das immer hier so dran. Ich fange unten an und höre im Gesicht auf. Das heißt, ich fange bei den Beinen, also beziehungsweise bei den Füßen, sprühe ich es dann hoch, verteile es ein bisschen. Und im Gesicht mache ich das so, sprühe ich das hier auf die Hand, verteile es und mache es dann so ins Gesicht. So, und ich muss euch sagen, das ist wirklich super. Habe ich nicht gedacht, das hat gekostet. Ich habe hier noch extra den Kassenzettel. Hier. Das hat gekostet, einen Moment, 2,95 € und ich finde für das hier, das ist überhaupt nicht teuer. Werde es weiterhin ausprobieren, werde es testen und werde euch dann berichten, wie es wirklich ist. Beim Schütteln müsst ihr darauf achten, dass ihr wirklich richtig gut schüttelt, denn sonst setzt sich das alles ab und beim Sprühen merkt ihr dann hinterher, dass es ein bisschen stoppt. Also ihr müsst richtig feste schon schütteln und so, damit das auch wirklich eine Abgabe gibt. Das sind dann wie viel? Das sind 150 Milliliter drin und ich finde, das ist für das hier super. So, das war das. Dann als nächstes, das sind so Reinigungstücher, ganz normal in so einer Verpackung. Das ist von Balea, Young, auch von DM natürlich. Das sind Soft & Care, klärende Reinigungstücher 3 in 1 für Mischhaut. Und zwar habe ich Mischhaut, also bei mir wird es manchmal trocken, dann habe ich mal Tage, dann wird es bei mir ganz fettig, dann habe ich mal so. Und eigentlich immer mal zwischendurch creme ich mich mal ein, dann habe ich hier Flecken. Also für das hier sage ich euch wirklich abends beim Abschminken nehme ich immer die Tücher, dann nehme ich mein Reinigungswaschgel, dann nehme ich Gesichtswasser auf ein Wattepad, tue alles auch am Dekolleté bis hier an die Brust, mache alles komplett sauber, weil das Make-up, das bleibt ja natürlich auch hier, naja, wie heißt es, wenn man nachts einschläft und man hat sich nicht abgeschminkt, kann es schon passieren, dass man am nächsten Morgen die Flecken hat oder auch einen Rand hier. Ihr kennt das bestimmt. Und ich finde, das sieht ein bisschen ungepflegt aus und deswegen, wieso sollte man sich nicht abends abschminken? Also diese 5 Minuten und 10 Minuten, die man dafür braucht, die kann man ruhig investieren. So sehe ich das. Und die haben gekostet 1,25 € und das sind, Moment, steht bestimmt drauf, wie viele das sind. 25 Stück sind hier drin. Werde ich ausprobieren, werde ich testen, werde euch dann berichten, wie das ist. Als nächstes habe ich eine Zahnpasta gekauft. Ich liebe Zahnpasta, die die Zähne weiß machen. Ihr seht vielleicht, meine Zähne sind eigentlich schön weiß geworden, obwohl ich rauche, weiß ich nicht.
aus Natur habe ich schon, also das ist vielleicht geerbt oder so von meinen Eltern, ich weiß nicht. Bin auch zufrieden, weil mich viele sprechen mich an, oh, du hast so schöne Zähne, sind das deine echten Zähne? Ich sage, natürlich sind das meine echten. Ich pflege sie halt nur gut, also ich tue ab und zu auch Äpfel essen, ich tue sehr gut Obst essen, Gemüse, Kaugummis zwischendurch auf jeden Fall. Und das ist hier dieses Blendermed 3D White. Das ist ein 3D-Effekt. Ist wirklich total, also ich liebe diese Zahnpasta, ich kann sie euch nur weiterempfehlen. Sie innerhalb von 2 Wochen macht sie sowas von strahlend weiße Zähne, die auch nicht künstlich aussehen, weil manchmal hat man das ja, dass wenn man irgendwie so weiße Zähne bekommen möchte, man nimmt so ich glaube Pulver ist da oder so, und dann sieht das so künstlich aus. Bei dieser Zahnpasta ist das nicht der Fall. Super, kann ich euch empfehlen, hat gekostet, Moment, 1,75 € und auf jeden Fall super, kann ich euch empfehlen. So, als nächstes kommen wir zu einem Produkt. Und zwar hatte ich schon überall, was heißt überall, ich hatte schon gesucht so für Concealer-Pinsel. Und da hatte ich irgendwie nie den richtigen gehabt und so. Und ich habe gestern einen im DM gesehen, das ist von Ebony. Das ist ein Lidschatten- und Concealer-Pinsel. Das ist so einer hier, habe ich noch nicht ausgepackt, gestern alles neu gekauft. Mit so einem, ja, etwas feiner hier vorne und weicher hoffentlich. Werde ich auf jeden Fall benutzen, werde ich testen, werde ich euch informieren, wie er ist. Hat gekostet, Moment, ich muss da jetzt, das dauert immer so ewig, 2,95 € und ich finde, das geht. So, dann ebenfalls ein Pinsel, und zwar ist es von Essence, der Blush Brush. Das ist für Rouge ein Pinsel. Ihr kennt bestimmt den alle schon oder viele von euch kennen den schon. Das ist hier dieser pinke mit den schwarzen Spitzen hier vorne. So sieht er aus. Und hat gekostet, ich muss immer suchen, wo steht's, wo steht's? Na, steht's denn? Ach, 2,75 € hat der gekostet. Ich finde, es ist auch ein bisschen, also der, vielleicht können wir das gerade mal zusammen machen. So sieht er aus, wenn er ausgepackt ist, und ich finde den wirklich super. Der ist richtig schön, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen, so fein ist der gemacht, mit Pink hier und mit Schwarz. Finde ich ganz toll. Ist schräg gehalten. Ihr seht ja hier, ist es ein bisschen kleiner. Hier geht's nach oben und hier wird's größer. Also es wird, wie sagt man dazu? Ja, ist auf jeden Fall spitz. Und ich finde das auch ganz schön. Wie kann man das dann bestimmt gut verblenden? Finde ich super, werde ich ausprobieren und werde natürlich auch euch berichten. So, dann haben wir ein Produkt, das ist ein Rouge, das ist von Catrice. Das ist die Nummer 010 Raspberry Ice Cream. Kennt bestimmt fast jeder von euch. Das ist diese schöne Farbe. Ich swatch euch den mal. Seht ihr, was es für eine schöne Farbe gibt? Richtig klasse. Auf den Wangen bestimmt super schön. Kann man auch als Highlighter nehmen, wenn man sich schön, oder als Lidschatten kann man den bestimmt auch nehmen. Ist bestimmt ganz, ganz toll. Das ist das, genau. Und das hat gekostet 3,45 €. Ich finde, das geht. Das hält vielleicht auch lang. So, dann gehen wir zu einem nächsten. Und zwar, da war so ein Stand mit ganz vielen Schminkprodukten von, ich glaube, P2 und Essence. Und da war so ein Körbchen, wo ganz viele Schminksachen drin waren für den halben Preis oder für weniger auf jeden Fall, billiger. Und dann habe ich hier dieses Bronzenpuder von Essence Soul Sister. Ihr seht hier den Preis, hat gekostet vorher, ich weiß gar nicht wie teuer,
Jetzt hat er gekostet 2,95 €. Hat bestimmt 3-4 € gekostet oder so. Das ist die Nummer 01 Shake Your Body. 01 Shake Your Booty. Also mit 2 O. Ich hätte jetzt sonst gesagt Body, aber das stimmt nicht. Mache ich mal auf für euch. Und das, ich habe ja schon ein Bronzing Puder, das ist aber schlicht gehalten, das ist nicht mit Glitzerpartikeln. Und hier, hoffentlich erkennt ihr das. Und hier ist er so mit so Muster hier drin, verschiedene. Riechen tut er, oh, wie Kokos. Originell wie Kokos, richtig lecker. Und das wollte ich euch auch. Sieht dann so aus. Ja, man sieht das nicht wirklich. Sehr schön, werde ich auf jeden Fall ausprobieren, werde ich euch dann berichten. So, passt. Dann haben wir noch hier. Habe ich noch zwei Lipglosse von Essence geholt. Einmal, das ist so ein schöner, ja, peachiger nudefarbener. Das ist die Nummer 19 Nude Candy. Ist bestimmt auch richtig toll. Ich liebe diese Lipgloss von Essence sowieso, die halten einfach lange und geben eine schöne Farbe ab. Sehr schön. Das ist diese Farbe hier. Ist auch ganz, ganz blass. Nächsten Lipgloss ist so ein orangener, so peachiger, orange, ja. Ist von der neuen ELE, da steht hier drauf, New. Das ist die Nummer 18 Sparkling Papaya. Finde ich auch wunderschön. Ich musste den einfach haben. Im Sommer, im Frühling, wie auch im Winter. Man kann das immer benutzen, wie es hier ist. Ich weiß, das Licht ist blöd, obwohl ich heute im Schlafzimmer bin. Habe auch schon die Haare hochgesteckt, weil wir waren eben noch mal kurz weg, mein Schatzi und ich. Und dann habe ich mir überlegt, drehe ich einfach noch mal schnell ein Video. Weil unsere Pizza, wir haben ja eine Pizza bestellt und Salat. Und das dauert halbe Stunde. Da habe ich gedacht, komm, wenn ich jetzt schon dabei bin, dann tue ich jetzt noch mal ein Video drehen. Ja, die haben gekostet, habe ich euch vergessen zu sagen, Moment. 1,75 € jeweils eins, genau. So, und dann haben wir noch ein paar. Dann habe ich von Essence diese I Love Stage Eyeshadow Base. Ganz normal, die kennt bestimmt kennen die alle von euch. Das ist einfach eine super, habe ich gehört in vielen Videos, die soll sehr, sehr gut sein. Werde ich ausprobieren, werde ich euch berichten. Ist hier so ein, kann man vielleicht auch als Lidschatten nehmen oder so. Oder als zum Abdecken Artikel oder so, denke ich mir, kann ich mir vorstellen. Das ist hier diese Eyeshadow Base und die hat gekostet 2,45 €. Ich finde, dafür ist es eigentlich, der Preis ist super. So. Dann habe ich von, was ist Essenz? Ich fange erst mit Essenz an, dann, das ist, egal, machen wir jetzt die Reihe durch, ist kein Problem. Dann habe ich hier so einen Kohl Eyeliner gekauft. Das ist die Nummer, das ist von P2, das ist, ein Moment. Oh, das sieht man gar nicht gut. 020 Cool Alaska. Das steht nochmal. Vielleicht könnt ihr das besser erkennen als ich. Hier steht das. Ja. Die Kamera ist wirklich scheiße. Das ist so ein schöner weiß-Silberton. Ich finde ihn wunderschön. Das ist dieser weiße. Ihr seht auch, es gibt eine super Farbabgabe. Dabei ist ein Schwämmchen dabei. Das sieht so aus. Und das macht man dann, glaube ich, drüber und dann wird das weicher. Also für Smoky Eyes Effekte kann man das auch sehr gut nehmen. Müsste ich haben. Ich weiß nicht. Ich wollte mir eigentlich nur das hier gestern kaufen.
und die Zahnpasta. Und dann habe ich gedacht, komm, gucke ich mal bei Catrice, bei Essenz, vielleicht haben die was Neues. Musste ich natürlich wieder zugreifen. Ich halt. Der gekostet, das war jetzt von P2 auf jeden Fall. Muss ich erst mal gucken. 1,95 € hat der gekostet. Also ich finde, das ist auch nicht die Welt. Das ist super, wirklich. Ich finde, das reicht. Dann habe ich gestern hier 3 Stück gekauft. Einer ist im Bad, den habe ich jetzt vergessen. Das ist auf jeden Fall ein schwarzen. 2 Stück von den Eyeliner-Pen. Das sind diese dicken mit so wie Filzstiftart. Also die haben hier vorne so ein bisschen etwas dicker. Da kann man schön präzise mit einem Lidstrich ziehen oder auch unterhalb. Finde ich sehr, sehr toll. Wollte ich mal ausprobieren. Das ist von Catrice. Das ist die Nummer, jetzt muss ich selber erstmal gucken. 040 Black Tree. Das ist so ein Grau, könnte man sagen, so ein braun-grauton ungefähr. Und der hat gekostet, also die beiden, jeweils einer hat gekostet davon, muss ich jetzt gerade mal gucken. 2,95 € ist auch nicht die Welt, das kann man schon ausgeben. Der nächste ist ein, was ist das für ein Ton? Das ist ein schwarz-blau Ton. Jetzt im Licht sieht er ein bisschen, doch jetzt geht's vielleicht. Also ich habe mir einen in Grau geholt, ich habe einen in Blau und in Schwarz. Und das ist auch wieder mit diesem Filzstiftart, ist der, finde ich auch ganz toll. Es ist die Nummer, Moment, 050 Black Blue. Auch sehr schön. So, und fast zuletzt, das war auch gestern in diesem Körbchen und das ist so ein Lipgloss. Und der hat 1,75 € gekostet, hier steht's. War ja auch in diesem Körbchen, war auch ein bisschen reduziert. Musste ich haben, fand ich toll. Ist auch ein, obwohl der gibt nicht so gut Farbabgabe ab, merke ich schon. Also wenn ich hier das auf dem Ding mache, ist der eher so ein bisschen richtig glossig. Jetzt muss ich mich hier drehen. Ihr seht nicht viel Farbabgabe, das sind die von Essenz, finde ich am besten, die Lipgloss. Das ist die Nummer 03 News Glow. Kann man ausprobieren, werde ich dann euch berichten. Dann als letztes habe ich, das war auch in diesem Körbchen von P2, habe ich mir überlegt, da waren 3 Lippenstifte, einen glaube ich in braun, in so einem nudefarbenen und einmal in so einem pinkigen. Und ich habe, glaube ich, ja, ich habe in so einer Richtung pink-braun genommen. Das ist hier diese Farbe und das fand ich auch sehr schön. Also ist nichts Besonderes, ist einfach nur so ein Ton. Oh, der ist wunderschön, aber auf den Lippen ist ja bestimmt der Hingucker pur. Seht ihr den? Ich weiß, der sieht sehr dunkel aus, in der Kamera ist der aber wirklich nicht. Der ist einfach nur, das ist die Kamera einfach. Und das ist die Nummer 010 Rich Rose, so kann man sagen. Und der hat gekostet, Moment, bis ich hier immer alles gefunden habe, ist Weihnachten. 2,95 €. Und ich fand, also für die ganzen Sachen werde ich auf jeden Fall euch ausprobieren und werde euch dann auf jeden Fall berichten, wie die Produkte waren. Vielleicht können wir auch zusammen einen Look schminken, das wäre vielleicht auch mal ganz toll. Ich werde das nächste Mal einen 25 Fragen Tag machen, habe ich mir vorgenommen. Ich habe noch ganz, ganz viel vor, was ich euch, das klebt an so eklig, was ich euch, also die wir zusammen machen können, einen Look schminken von zum Beispiel meiner
mit meiner Schminke, die ich zum Geburtstag bekommen habe. Das Bronzing Puder werden wir testen. Wir haben noch ganz, ganz viel zum Testen. Ich bin auch wirklich froh, dass ihr mir immer zuguckt, dass ich viele Aufrufe bekomme. Ich hoffe, das bleibt weiterhin. Ihr bekommt natürlich immer gute Videos von mir. Ich hoffe es. Also ich kann euch ja immer noch sagen, die Kamera ist einfach furchtbar. Hier sehe ich im Licht wieder dunkler aus und nicht richtig geschminkt bin ich, aber ich habe jetzt ein Lipgloss drauf. Naja, da wollen wir nicht ganz viel. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen Kauftipps oder sonstiges vielleicht euch geben. Und ja, jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend und ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Bis nächstes Mal. Ciao!